Schaut euch das mal an. Natürlich zum Schlüssel hier. Das ist ein Toyota GT86 Schlüssel. Hier kann man auf und zu machen. Hier kann man hinten aufmachen, den Kofferraum. Hier Initial D, wer es weiß, natürlich. Gehört zum Fahrzeug dazu. Einfach geil. So, hier ist das Fahrzeug. Gehen wir mal einfach drum rum. Alter Schwede, ich weiß nicht, was abgeht. Aber das Fahrzeug ist krank. Einfach nur krank, Mann. Ich liebe dieses Fahrzeug. Schaut euch die Linienführung hinten, gerade über den hinteren Kotflügel, diese große Wulst, die eingebaut haben, soll an den alten Toyota, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem Fahrzeug. Ach, das war so ein ganz bekannter, der geht auch für 2-3 Millionen weg. Und da haben die sich diese Wölbungen da hinten, seht ihr das da? Diese Formführung vom Fahrzeug, haben die sich da einfach abgekupfert und haben meiner Meinung nach die Designsprache total gut getroffen, Mann. Richtig krank. Und hier hinten unten ist ein Diffusor, das ist auch schön eingearbeitet. Die original zweiflutige Auspuffanlage. Ich habe die jetzt noch nicht ausgetauscht, ich habe hier das Auto noch nicht so lang. Hört sich meiner Meinung nach eigentlich gut an. Ich habe viel schlechte Kritik gehört, aber meiner Meinung nach hört sich das Auto jetzt nicht schlecht an oder so, finde ich. Aber ich werde es in Zukunft natürlich vielleicht irgendwann wechseln. Mit einer anderen, besseren Anlage. Mal gucken, welche. Wenn ihr einen Tipp habt für mich, dann schreibt es einfach unten rein. Das war für mich damals schon mein Traumwagen, als ich den das erste Mal Motor oder Grip im Fernsehen gesehen habe, auf RTL oder Sat1, ich weiß jetzt gar nicht, wo das lief. Da habe ich dieses Auto hier gesehen, aber ich glaube in blau oder schwarz, weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe mich sofort verliebt in das Fahrzeug. Das war mein erstes Fahrzeug, wo ich mir, obwohl ich kein Sportwagen-Freak war, das ist ja später gekommen, dass ich Autos mochte. Aber als ich dieses Auto hier gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das Auto wäre was für mich. Und jetzt, so viele Jahre später, 10, 12 Jahre später, also 11 Jahre eigentlich schon, 2012 kam ja das erste Auto raus. Das ist jetzt nur so zum dazu sagen 2016er Modell, bevor das Facelift kam, also kurz ein paar Monate vorher, wurde das Auto hier noch entwickelt, hat sozusagen, erkennt man auch daran, ab 2014 wurden einige Modelle noch mit diesem Shark-Antenne herausgeliefert. Das heißt, das hat schon den Upgrade, den Facelift gekriegt, nur halt noch nicht. Die Front wurde noch nicht geupdatet und die Bremsanlage ist halt noch die alte, sozusagen die Nicht-Brembo-Version. Da unten sieht man es, das ist keine Brembo. Das Auto hat auch nur 1200 Kilo, 1240 glaube ich. Wenn alles drin ist, also mit halber Tank voll oder voller Tank, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hinten auf jeden Fall habe ich schon mal alles rausgeholt, da ist kein Notrad drin, brauche ich nicht. Ich hab ja eine Versicherung, ich rufe an, wenn was ist. Also auf jeden Fall, hier sieht man auch schon, Gurthalter sind hier, kann man auch hier aufmachen. Ja, finde ich eigentlich ein gutes Ding. So, jetzt kommen wir zu meiner Ausstattung. Jetzt sage ich mal so, was braucht man beim Fahrzeug dieser Art? Für was braucht man das Fahrzeug? Zum Sport machen, oder? Ich gucke nicht da drauf. Hier 1 mm Spalt, 1 mm blala. Hey, lassen wir unseren Meckerwalter oder wie man den noch nennen kann, hinten mal stehen. Können wir gleich wegkicken, den Typ. Den brauchen wir hier nicht. Funktion und Nutzen, okay? Ich brauche Nutzen. Was brauche ich denn? Ein Lenkrad, okay? Der Lenkrad ist schön. Der hat unten normalerweise silberne Speichen drin. Ich habe die mit so einer Kappe, also auf einen Carbon-Look gemacht. Finde ich meiner Meinung nach besser, weil ich hasse einfach Metall-Look. Das hier lasse ich jetzt erstmal so. Da habe ich jetzt nichts dafür, glaube ich, gekauft. Für die Door-Handles, also hier die Dinger, habe ich mir noch was geholt, ausgedacht. Das mache ich noch rein. Hier für den komischen Style hier habe ich mir auch was überlegt. Hier an den Seiten, die zwei Dinger hier, sieht man auch. Habe ich jetzt auch mir was überlegt, was ich damit mache. Hier haben wir die Teppiche und da drin auch so eingraviert diese dreieckigen Dinger. Die findet man überall im Fahrzeug. Wo man das sieht, hier ist ein 86er Symbol drauf. Dann die Pedale schön in Alu gehalten, finde ich richtig schön. Dann habe ich hier ein Upgrade gemacht, meinen ersten Upgrade, den es gibt. Das war der Cusco Fußpedal, kann man ein bisschen reinzoomen. Sieht ein bisschen jetzt schmutzig aus, aber kann man es erkennen. Oben steht Cusco. War eigentlich ganz einfach, das sind zwei Klammern oben.
hier oben und da unten. Die muss man dann in so eine Art Führung reinsetzen und dann hinten und vorne mit 2 Schrauben festmachen. Warum habe ich mich für die Base-Variante entschieden? Fahrzeugspaß, muss ein bisschen driften und das war's eigentlich, was ich wollte. Ich will nicht mehr. Ja, ist so gut eigentlich, wie es ist. Es hat alles, was es braucht. Hier ist die Klimaanlage, die wird so eingestellt mit diesem Zahnrad. Eigentlich gibt es auch dieses, wenn man sich die Premium-Version holt, da kann man da noch mehr rumspielen. Temperaturen und so einstellen, 20 Grad, 19 Grad. Aber hier habe ich mich halt dafür entschieden, hey, nimm dir die Base-Variante, weil ich brauche das leichteste Fahrzeug, was ich kriegen kann. Und ich brauche kein Leder. Ich habe hier jetzt Stoff. Ich habe im 350Z Leder gehabt, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Ich mag kein Leder. Riecht komisch. Ist scheiße, wenn man einsteigt. Einfach, man schwitzt drauf. Man muss sich darum kümmern. Das Leder wird irgendwann bleich, verfärbt sich. Also lieber Stoff kaufen. Und dann habt ihr keinen Stress. Und das ist auch das leichteste. Also bestimmt 10 Kilo leichter wie das Original. Wie die Leder-Variante. Ich brauche kein Premium. Schöner Schalter mit Leder und Metall-Applikation. Hier unten ist ein USB-Anschluss und wer Bock hat, Kopfhörer zu hören beim Autofahren, dann gibt mal das Dummheit, aber für Kopfhörer oder für Boxanschlüsse ist hier die nächste Wahl. Dann haben wir hier oben Navi. Ja, habe ich jetzt nicht benutzt, aber ja, Radio kann man auch hier anmachen. Vielleicht können wir es mal kurz machen, warte mal. So, jetzt habe ich hier, ne? Das mache ich gleich mal aus, dann hört man das. Hier machen wir es mal kurz an. Kann man dann... Alles klar. Okay. Beruhig dich, Mann. Wir wollen nichts haben. Okay, und hier kann man auch nach den Sendern suchen oder man drückt direkt hier. Navi habe ich noch nie gemacht, wie gesagt. System nicht installiert. Okay, wahrscheinlich habe ich kein Navi. Besser so. Ich brauche so einen Scheiß nicht. Außerdem haben wir Maps. Ich habe die Base-Variante. Das heißt, ich habe damals nicht verstanden, warum ist es hier ganz schwarz? Eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, es ist weiß innen drin und silber außen. Bei der Base-Version Pure Edition ist komplett alles weggelassen worden. Die ganzen Applikationen, die unnötigen Dinge. Was das Fahrzeug natürlich für mich viel attraktiver macht, weil ich will nur schwarz. Ich will einfach nur schwarz, Mann. So, warte mal. Guck mal, wie viel Kilometer der hat. 7,8 Liter Verbrauch habe ich gerade. 20.000 Kilometer. Ich habe den mit 19.000 Kilometer gekauft. Also gut 1.000 Kilometer drauf gemacht. Und ich kann schon ein bisschen was erzählen vom Fahrzeug, wie sich anfühlt natürlich. Die Handbremse kann man hier drauf drücken. Schön runter hoch. Mit Leder gehalten, eingefasst. Was man auch wechseln kann. Man kann hier einen Knopf einfügen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht mache ich das irgendwann. Aber das Fahrzeug hier ist gemacht für mich einfach nur zum Spaß haben. Ich will kein Premium. Ich brauche kein Navi. Ich brauche keinen unnötigen Klimaservice. Obwohl es schon Klima ist. Ich drücke hier Klima drauf hier unten in der Mitte. Und dann wird's bisschen, dann tut es sich akklimatisieren, was weiß ich. Dann hier hinten, okay, da ist Lenkradschloss drin, aber egal. Leute, die sich damit auskennen mit dem Fahrzeug, ich mache das auch kurz nachher zum Test. Ich bin 1,65, also ich werde vielleicht reinpassen, aber ich habe Videos gesehen mit Doug Tomorrow und so. Kurz vorstecken. Die haben natürlich Probleme, weil die sind zu groß für das Fahrzeug, also für hinten, für diese Zähne. Ja, Probleme hat man hier nicht. Es gibt genug Kopffreiheit. Wenn man hier sieht, in der Mitte ist so eine Art Wülstung. Hier. Die geht so ein bisschen runter und hier geht es nochmal so, damit man Helme tragen kann. Hier oben sieht man dann auch, da ist so eine Art Aussparung in der Mitte wieder. Damit, wie gesagt, damit die Passagiere Helme tragen können, weil man wusste schon, dass man das Fahrzeug für als Rennfahrzeug benutzen wird. Die Sitze sind meiner Meinung nach perfekt, wirklich perfekt. Ich habe noch nie so gute Sitze gehabt, außer die Recaros im Evo X. Klar, die sind auch Recaros, kann man nicht vergleichen. Jetzt mache ich hier mal auf, das hier, damit man auch hier nach hinten gehen kann. Jetzt gehe ich mal kurz nach hinten. So, jetzt tun wir mal einsteigen hier. Also, ist eigentlich ganz einfach. Das ist ja hier ein Hebel für das Verstellen. Dann drückt man hier unten ist eine Lasche. Da macht man einfach
So, ich muss kurz aufpassen, weil hier ist eine Straße. Da fahren manchmal Leute entlang. Achso, hier nochmal die G-Shock. Hammergeil, habe ich ein Video noch dazu gemacht. Wahrscheinlich habe ich schon reingesagt. Cool, ach egal. Auf jeden Fall guckt euch das jetzt mal an. Ich gehe nach hinten rein. Also ich passe rein. Ich passe rein. Ich habe sogar hier, wenn man sieht, ich sitze gemütlich drin. Ich habe noch eine ganze Handbreit. Ich stoße nicht mal an den Rücken an, aber das Reingehen, das Reinkommen ist halt schwierig. Fühlt sich wie so ein Riese, der in irgendeine Dose rein will. So, und jetzt testen wir mal. Ich ziehe kurz mal hier ein T-Shirt aus. Striptease, yeah! Geil! So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und, alter Schwede! Ich hab's nicht verstellt. Also ich passe hinten rein, ich bin 1,65. Vorne könnte ich sogar noch ein Stück nach vorne, weil ich muss das, weil mein Bein sonst nicht durchgestreckt ist. Darf ja nicht. Ich kann sogar jetzt sitze ich perfekt vorne. Vielleicht mache ich noch die Lehne ein bisschen nach vorne. So, perfekt. Ich kann alles gut bewegen. Jetzt probieren wir es gleich nochmal. Also ich habe eine Faustbreit jetzt. Immer ein bisschen mehr, wenn man es fast schon wiegt. Also ich muss sagen, für mich, für Menschen, die so groß sind wie ich, oh scheiße, ist das Auto perfekt. Ich passe sogar hinten rein, obwohl jeder sagt, ja das geht nicht, nur da passt doch keiner rein. Was will ich jetzt damit sagen? Tut das Auto erstmal Probe fahren, schaut euch das mal an, probiert es mal aus. Vielleicht passt die auch hinten rein. Aber was ich noch sagen will, die Sitze hinten, die bleiben nicht drin. Ich habe das Fahrzeug nicht gekauft, um Menschen zu kutschieren. Ein Beifahrer kann mit dabei. Ich habe ja noch ein anderes Fahrzeug, das für jeden Tag genutzt wird, so ein Billig-Peugeot. Das hier ist rein zum Spaß haben. Das Fahrzeug ist einfach nur zum Fahren, zum Spaß haben. Für was kauft man sich so ein Fahrzeug? Nicht um die Familie zu kutschieren, nicht um blablabla zu machen, ja? Zum Spaß haben, verdammte Scheiße. Und ich muss sagen, das ist die Base-Version. Warum die Base-Version? Ich habe es ja schon gesagt. Am besten sogar die Klimaanlage komplett rausschmeißen. Warum? Das spart nochmal 60, 70 Kilo oder 40 Kilo Minimum. Ja, das sind auch Kilos, Mann, Kilos. Okay, ich übertreibe es jetzt, aber hey, es geht nicht immer nur um wie viel PS. Es geht nicht immer nur um PS, es geht ums Gewicht. Mache ich 50 Kilo weg vom Auto, ist es fast wie 100 PS mehr. Okay, nicht, ja, so viel auch wieder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Philosophie dahinter ist einfach Schwachsinn. 3000 Kilo Gewicht, 2,5, die Autos wiegen ja jetzt über 2 Tonnen. Da denke ich mir, hey, 300 PS bringt da auch nichts mehr. So, egal. Okay, weiter geht's. Ich tue jetzt umswitchen mit der Kamera. So, jetzt. Ja, schaut doch mal in mein Video rein hier über die G-Shock HR 5600. Ganz besondere Uhr. Passt zum Fahrzeug mit dem roten Akzenten. Wenn man drauf guckt. Da drin, da unten. Ganz besondere Uhr mit Solar. Und alles, was das Herz begehrt. Negativbildschirm. Passt richtiges Racy-Look hier mit dem Band. Ich will jetzt nicht viel darüber reden. Auf jeden Fall schaut doch mal rein. Wie jetzt da steht, ist eigentlich perfekt. Radreifengröße eigentlich für das Fahrzeug. Vielleicht auch 17 Zoll ist auch noch gut. Dann die Dämpfer vorne hinten, die sind abgestimmt aus Driften, sind sportlich, fühlen sich auch straff an, sind nicht so hart, komfortabel. Die Auspuffanlage ist dezent. Und
ja, das war's dann auch schon. Ich mache noch ein paar Feindrücke rein. Und ja, ich sag nur eins, viel Spaß, Freunde. Turbo 108 Channel in the house. Hier MF Ghost Style fängt heute an. Eine geile Reise in die Welt der Mangas damit. Einfach nur geil. Mein Traum wird wahr. GT86 MF Ghost. Yeah. Was ich vorhin vergessen hatte zu filmen, mache ich jetzt kurz. So, ist relativ nicht viel zu sagen. Mit dem Auto muss man sich schon darum kümmern, dass man regelmäßig mal das Öl wechselt. Und wenn man jetzt im Sommer fährt oder auf Rennstrecke, guckt man am besten, dass man sich hier einen Ölkühler einbaut. Kann ich nur als Tipp sagen, wer einen GT86 hat. Jetzt checke ich kurz das Öl und fahre dann weiter. Hier, bis gleich.